alles muss kontrolliert und überprüft werden. Das ist nicht nur ein bisschen Rundfahrt machen und dann ist das fertig, sondern hier ist viel zu tun. Seatrial, das ist eine Zeitperiode, wenn wir probieren und überprüfen Systeme und technische Lösungen, was man nur am See unterwegs probieren kann. Also wir machen natürlich einige extreme Manöver, aber hier gibt es noch viele mehr. Also viele Instrumente mit der Maschine und mit viele verschiedene technische Systeme können wir nur probieren, wenn wir richtig sind unterwegs. Und deswegen das ist sehr wichtig zu überprüfen, dass alles funktioniert, wie es sein sollte. Es ist natürlich total spannend, also überhaupt mal zu sehen, was alles gemacht werden muss, wie viele Leute da beschäftigt sind. Und ich meine, ein Privileg, jetzt mit dem Jan daneben ihm zu stehen und ich ihn die ganze Zeit mit irgendwelchen dummen Fragen löchern darf und er sehr geduldig immer wieder von vorne anfängt und mir das alles erklärt, das ist eigentlich fantastisch. Und es gibt da doch relativ viele Parallelen, muss man sagen. Wir haben unser Rettungsboot probiert, das benutzen wir beim Manöverboot. Wir haben dann die normale Launching Procedure gemacht und dann wieder zurückgehoben. Das ist meine Fliegernavigations-App, deswegen ist ein Flugzeug drauf. Das hier vorne ist so das klassische Mann-über-Bord-Manöver. Mann über Bord im Flugzeug ist echt doof. Da hat man schlechte Karten. Nein, aber wir haben tatsächlich auch sowas im Flugzeug. So ein Course Reversal, wo man dann um 80 Grad aufmacht und dann 260 Grad zurückgeht. Das ist jetzt hier vielleicht ein kleines bisschen weniger. Aber da kommt man tatsächlich an der gleichen Stelle raus. Und bei so einem Mann über Bord Manöver ist ja genau das Ziel. Oh, da ist einer raus und da muss ich wieder hin. Und ich kann ja nicht einfach anhalten wie mit dem Auto und zurücklaufen. Das nimmt ja sehr viel Weg ab. In einer richtigen Notfälle bin ich natürlich da an der Brücke. Ich manövriere das ganze Schiff und dann haben wir diese Rettungsteam, die sind dann in dem Boot und geht dann weiter. Aber ich muss jetzt weiterlaufen für das nächste Meeting. Wir haben ein Meeting über unsere Speed Trials, unsere Geschwindigkeitsprobefahrt. Und in diesem Meeting dann reden wir, welche Punkte wir machen und welche Maschinenleistung und welche Geschwindigkeit wir sollten erreichen und so weiter. So, das ist meine nächste Stufe, so ich muss sofort weiterlaufen. Man kann sehen, wie schnell man ist und mit 17 Knoten und wenn ich es richtig weiß vom Jan, ist Maximalspeed 21 und da wird es dann aber schon vibrieren. Also das wird wahrscheinlich eher selten der Fall sein. Ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer. Das kann jetzt alles sein. Das Einzige, was ich weiß, eigentlich wollen wir dahin. Also irgendwie werden wir noch mal drehen, aber was genau da passiert, da kann man ja nur raten. Also wir sind schnell, er macht die ganze Zeit die Turns auch schnell. Ja, man sieht ja schon, wie es so ein bisschen weggeht. Und der Drehpunkt bei dem Flugzeug, sage ich schon, bei dem Schiff, hat mir Jan vorher auch erzählt, ist sehr weit vorne. Das heißt, wir haben hinten eine schnellere Drehung als vorne der Bug. Also wir drehen praktisch um einen Punkt, der viel weiter vorne ist. Deswegen spüren wir das hier auch so schön. Es ist ja auch eigentlich unglaublich interessant, dass es geht, dass man solche Manöver fahren kann. Und also wenn ich jetzt im Bett gelegen wäre, dann hätte ich da nichts davon gemerkt. Man hört da gar nichts. Man hört ein bisschen das Wasser. Man muss schon hingucken, dass man überhaupt sieht, dass was passiert. Also stabiler geht es ja gar nicht. Cool, jetzt wird er schneller, jetzt wird er langsamer. Ist schon spannend. Man kann ja richtig einen Bremsweg sehen. Ne? Wir sollten jetzt auf die Brücke gehen, finde ich.
machen einige Kursveränderungen. Wir haben schon eine Route hier geplant, die rote Linie. So in etwa 10 Minuten, dann macht der Autopilot eine Kursveränderung und in dieser Kursveränderung muss die Speed Pilot Automatik unsere richtige Geschwindigkeit erhalten. Momentan haben wir hier 15,6 Knoten. Dann habe ich hier mein Navigationssystem rausgeholt, mein Programm, mit dem ich da beim Fliegen immer arbeite, weil da kann ich ja genau sehen, was passiert. Und jetzt sind wir da recht wilde Manöver gefahren. Also wir sind ja erstmal hier so ein bisschen, haben wir aufgemacht, haben dann einen Turn gemacht, sind dann sehr schnell geworden. Also es ging so Richtung 18, 19 Knoten. Und hier zwischendrin war dann plötzlich ganz viel los im Wasser. Es hat aber das war dann ein Stoppmanöver. Das war dann eine Rettungsübung, also ein Mann-Overboard-Manöver. Wir hatten eine automatische Bremse, sodass die Anker geht runter mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Das haben wir probiert, es funktioniert. Wir haben 4 Kettenlänge Kette raus, schon ca. 120 Meter. Und jetzt ist der Steuerbordtanker wieder zurück im Platz und dann machen wir noch die ähnliche Tests an der Backbordseite. Also es gibt noch Arbeit hier zu tun, aber das ist ganz normal. Kleinigkeiten überall. Ich bin jetzt nur ein Beobachter, ein Observator. Das ist natürlich ein bisschen, wie sagt man, ich kann nicht etwas selbst machen, weil momentan gehört dieses Schiff noch die Werft. Wenn die letzte Bezahlung ist gemacht von der Reederei zu der Werft, dann gehört dieses Schiff der Reederei. So ist das immer mit jeder Neubauschiffe. Dann, wenn diese Schiffe gehört TUI Cruises, dann ist das mein Schiff. Mein Schiff.